Das könnte eine richtige Überraschung geben. Der Tamiya 6x6 G601 Volvo A60H im knallharten Offroad-Einsatz. Heute möchte ich mit dir zusammen herausfinden, wie schlägt sich dieses Fahrzeug hier auf meiner Crawler-Teststrecke. Viel Spaß bei diesem Video. Das könnte auf jeden Fall richtig spannend werden. Wir haben hier ein Fahrzeug, was eigentlich kein Crawler ist. Ich habe aber so ein bisschen was dafür getan, dass er deutlich geländetauglicher wird. Die Fahrzeugdaten blende ich dir hier links einmal ein. Die Räder sind geklebt. Wir dürften also keinen Schlupf erwarten zwischen Reifen und Felge. Aufgebleiht sind die Räder allerdings nicht. Die Differentiale im Inneren sind komplett gesperrt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was das Fahrzeug so kann. Auf der Strecke hier war ich noch nicht unterwegs, aber ich glaube, so schlecht wird er gar nicht. Los geht's! Bitte nicht wundern, meine Videos sind immer stark vorproduziert. Das heißt, ich nehme dieses Video gerade auf im Herbst 2022. Zu den Witterungsbedingungen kann ich sagen, es hat die letzten Tage ziemlich geregnet und hier auf der Strecke ist ordentlich Laub, aber es ist die ganz normale Crawler-Teststrecke, die wir sonst auch fahren, nur halt diesmal mit einem Dumper. Und wir legen auch direkt los. Das sieht doch alles schon mal sehr, sehr gut aus. Wir haben den Vorteil der wirklich sehr, sehr breiten Reifen. Wir haben also eine große Auflagefläche und das macht hier tatsächlich gar keine Probleme. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Der Lenkeinschlag von diesem Modell ist wirklich nicht sehr gut zum Crawlen geeignet. Aber auch das sollten wir hinkriegen. Das Fahrzeug verfügt über eine Einzelradaufhängung. Auch das nicht immer unbedingt ein Vorteil hier im Gelände, hat er aber sauber geschafft. Hier kommen wir jetzt in einen Bereich, der deutlich interessanter ist. Das Ganze geht schon etwas steiler nach oben und hier vorne, da wird es dann richtig interessant. Ich möchte auf alle Fälle versuchen, links rum zu fahren. Das schaffen die wenigsten Crawler. Auch mein MST hat es dort nicht hoch geschafft. Wenn wir es da nicht schaffen, dann nehmen wir den etwas einfacheren Weg auf der rechten Seite. Auf geht's. Langsam, aber sicher geht's bergauf. Die Spurbreite könnte zu einem Problem werden, aber das macht er erstaunlich gut. Das sieht sehr vielversprechend aus. Jetzt kriegen wir Schlupf. Wir gucken mal, ob er es packt oder nicht. Das wird auf alle Fälle spannend. Das könnte er schaffen. Wenn er das wirklich schafft, dann bin ich offiziell beeindruckt. Das haben die wenigsten Crawler bisher geschafft. Und da das kein Crawler ist, würde mich das umso mehr überraschen. Und er hat's gepackt. Mega geil, er hat's gepackt. Er schlägt sich gar nicht so schlecht, wie ich erst gedacht hätte. Natürlich darf man nicht vergessen, dass ich die Differentiale gesperrt habe. Aber hey, gar nicht mal schlecht. Es geht etwas steiler bergauf. Wir haben leichtes Geröll. Aber nach dem, was ich jetzt gerade gesehen habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass er das ganz ohne Probleme schaffen wird. Die richtige Steilwand, die kommt ja erst noch. Ja. Kein Schlupf, keine Probleme. Klasse. Hier meine große Steilwand. Aber wir haben eine tolle, große Auflagefläche der wirklich hässlichen Räder. Differentiale sind ja auch gesperrt. 6 Räder an der Zahl. Also er hat wirklich kaum Probleme. Ja, wir haben leichten Schlupf. Da oben wird es ein bisschen schwieriger. Aber nichts, wo ich großartig gegenarbeiten müsste oder wo ich Angst hätte, dass er das dann doch nicht schafft. Oben mit dem Wenden ist es dann immer ein bisschen schwierig, weil der Lenkeinschlag halt wirklich schlecht ist bei diesem Modell. Jetzt fahren wir bergab. Und das macht dieses Fahrzeug super, ganz souverän. An dieser Stelle teste ich immer die seitliche Neigung. Was ist möglich, bevor ein Fahrzeug kippt? Und hier haben wir eine extreme Spurbreite und einen sehr niedrigen Schwerpunkt. Und das sieht man, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Das Fahrzeug macht keinerlei Anstalten umzukippen.
Ich lenke jetzt mal vorsichtig und versuche da mal runterzufahren. Krass. Also ich muss echt sagen, ich bin mega überrascht gerade von diesem Fahrzeug, weil ja, bisher kann er alles das, was normale Crawler auch können. Hier haben wir jetzt eine Felsspalte, da hat es in der Tat nur ein Fahrzeug bisher hochgeschafft. Hier könnte ihm seine sehr, sehr breite Spur zum Verhängnis werden, aber wir versuchen es natürlich trotzdem. Na, hier fehlt ihm jetzt ein bisschen Power am Motor. Wir haben hier einen Brushed-Motor, 55T. Aber, ey, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Ey, also jetzt mal ganz im Ernst, das hätte ich nicht gedacht. Was ist denn jetzt hier los? Hier wie immer meine schöne Felskante. Dort schaue ich immer, wie ist die Bodenfreiheit von dem Fahrzeug, wie ist vorne der Böschungswinkel. Und ja, die Bodenfreiheit bei diesem Fahrzeug ist wirklich extrem schlecht. Aber wir haben ja 6 Räder und eigentlich sollte man da ja auch schräg hochfahren, klar. Aber wir testen es trotzdem gerade und hier hilft ihm natürlich nochmal die Hinterachse. Nochmal ein bisschen neu ansetzen. Jetzt stellt er sich komplett auf. Mit ein bisschen Schwung hat er es geschafft. Sehr, sehr cool. So, und hier sieht man wieder meinen fantastischen Schatten. Mega nervig heute, aber leider nicht anders möglich. Dieses Stückchen hier sollte der Wagen auch problemlos bewältigen können. Ein paar Pickel, bisschen stachselig das Ganze. Lenkeinschlag ist schlecht, wir müssen hier nochmal korrigieren. Aber auch das schafft er super. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Bevor ich jetzt mein ganz persönliches Fazit mitteile, möchte ich, dass du dieses Video doch einmal anhältst und deine ganz persönliche Meinung unten in die Kommentare schreibst. Hättest du es gedacht, dass der hier bei dem einen oder anderen Hindernis so gut rüberkommt? Das würde mich interessieren. Ab in die Kommentare. Mein ganz persönliches Fazit zu diesem Fahrzeug. Also optisch gesehen ist es eine 3 bis 4. Mir fehlt ein bisschen der Scale-Faktor. Daran werde ich auf jeden Fall arbeiten. Die Reifen finde ich scheußlich. Sie machen aber einen besseren Job, als ich gedacht hätte. Wir haben keine Reifeneinlagen, sondern die Reifen sind mit Luft gefüllt. Wir haben keine Beadlock-Felgen, sondern wir haben die Reifen einfach festgeklebt und die Kunststofffelgen sind auch in keinerlei Form beschwert worden, wie zum Beispiel mit Auswuchtgewichten oder ähnlichem. Und für ein Fahrzeug, was eigentlich zum Bashen da ist, was so ein bisschen nicht richtig bashen soll, aber ein bisschen schneller im Sand performen soll, bin ich total überrascht. Wir haben viele Dinge, die gegen so eine Performance sprechen. Und das ist zum Beispiel die Einzelradaufhängung, die geringe Bodenfreiheit, aber auch die wirklich dürftige Lenkung mit einem sehr geringen Lenkeinschlag. An dem Fahrzeug habe ich nicht viel verändert. Ich habe einen 55T Motor eingebaut, ich habe die Differentiale gesperrt und einen Hobbywing 1080 Regler verwendet. Und dass er so eine gute Performance abliefert, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Selbst Crawler-Fahrzeuge von mir hatten eine deutlich schlechtere Performance als dieses Fahrzeug. Also vom Scale-Faktor muss man Stand jetzt erstmal großen Abstand nehmen. Aber von der Performance her braucht sich dieses Fahrzeug nicht so verstecken. Natürlich werden die Hindernisse sehr hoppelig umfahren und hier und da braucht man ein bisschen Schwung. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir es hier nicht mit Starrachsen zu tun haben und einem richtigen Crawler-Chassis, sondern wirklich mehr sowas im Cross-Country-Bereich. Und dafür hat der Wagen mich richtig überrascht. Das finde ich klasse. In den nächsten Videos müssen wir jetzt mal gucken, dass wir den Scale-Faktor hier ein bisschen peppiger halten und ein paar Details hinzufügen. Ob ich nochmal in so hartes Gelände gehe, weiß ich nicht. Ich möchte ihn hauptsächlich eigentlich im Sand nutzen. Ich fand es trotzdem mal richtig spannend, das Fahrzeug hier auf meiner Teststrecke performen zu lassen und das hat er wirklich gut gemacht. Ich freue mich, wenn du auch im nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, dein World Control RC.